Hallo und willkommen beim zweiten Teil, wie ich beim ersten hier oben schon erwähnt habe. Jetzt installieren wir heute ein Monoblock LNB, damit wir hier zwei Satelliten empfangen können. Und dazu haben wir hier einmal Astra und einmal Hotbird. Das ist sehr interessant für viele, die ausländische Programme wie Italien, Schweiz und so weiter Französisch empfangen wollen. Ja, ich würde jetzt sagen, wir montieren jetzt dieses einfache Monoblock LNB mit einem Anschluss hier, wenn man jetzt vor dem Spiegel ist, auf dem linken LNB und lassen das Ganze hier rechts frei überstehen. Ja, lasst das Ganze hier noch leicht etwas locker, damit man hier später mit links und mit rechts das Ganze dann noch optimieren kann. Ja, wir schließen jetzt hier unser Satellitenkabel oder Messgerät an und schauen, was wir hier an Signal empfangen. Ja, ich platziere mich jetzt wieder hier hinterhalb den Spiegel und drücke hier wieder die Info-Taste und wir können schon sehen, noch haben wir hier nichts. Ich werde das Ganze jetzt etwas links und nach rechts bücken. Jawohl, wir haben jetzt hier schon mal Astra. Was wir jetzt beachten müssen, ich werde euch das Ganze nachher auch noch beim Receiver zeigen. Wir gehen jetzt hier auf das Menü und wir müssen jetzt dem Receiver oder dem Messgerät sagen, dass wir jetzt zum Beispiel hier Astra 19,2 haben. Die DISEC-Position muss auf 1.0 sein. Und dann sagen wir, Astra hat die Position A. Und das Ganze sagen wir jetzt danach, wenn das so eingestellt ist, mit Satellit Hotbird 13 Grad und der hat diese Position B. Man kann das Ganze natürlich auch vertauschen, je nachdem wie ihr hier das LNB montiert, beziehungsweise wie die DISEC im LNB eingestellt ist. Ja, wir haben jetzt hier in diesem Falle A und B, Astra und B Hotbird. Und wenn das Ganze schon so mal stimmt, dann können wir, genau, jetzt können wir schon sehen, dass wenn ich jetzt hier etwas links gehe, habe ich hier schon mal, wir gehen jetzt hier auf ein anderes Programm. Und zwar, wir nehmen jetzt hier einfach den, genau, ja. Und mit Info haben wir hier schon mal wieder unsere MER-Werte und unsere BER-Werte, die ich schon mal im anderen Video auch erklärt habe, was das Ganze zu bedeuten hat. Ja, sprich, wir können jetzt hier mit links und rechts auch wieder feststellen, dass wir hier keine Verbesserung haben. So wird das circa das optimale Signal sein. Ich werde jetzt auch den Hotbird noch überprüfen, indem ich jetzt hier nicht auf unsere Astra-Satellitensenderliste gehe, sondern hier auf Hotbird wechsle. Und hier haben wir zum Beispiel schon SRF1 Info und wir können jetzt auch hier schon feststellen, dass wir noch kein Signal haben. Das Ganze kann jetzt aber auch damit zusammenhängen, dass das nicht optimal gerade ist und wir können jetzt schon sehen, wir haben immer noch kein Signal. Wir werden jetzt vielleicht hier nochmal etwas links und etwas rechts uns bewegen und schon sehen wir, Hotbird ist auch schon vorhanden, aber dementsprechend mit schlechter Werten. Ja, jetzt können wir das Ganze so in einem Mittelmaß ausrichten. Jawohl. Ich werde das Ganze jetzt so bei 10 belassen und nochmals wechseln und schauen, was andere Sender haben. Zum Beispiel haben wir jetzt hier französische Schweiz, italienische Schweiz, die zum Teil aber auch verschlüsselt sind. Können wir auch schon sehen, E-9, diese Werte sind auch okay.
Jetzt haben wir das Ganze dennoch nochmals verstellt und wir werden jetzt nochmals überprüfen, was uns Astra 19.2 durch die Verstellung, ja, hat sich nichts geändert. Ja, und ich würde sagen, wir fixieren das Ganze jetzt und ich zeige euch jetzt, wie das Ganze danach beim Receiver am Fernseher bei euch zu Hause dann auch aussehen könnte, solltet ihr sowas einstellen oder beziehungsweise überprüfen, ob ihr ein Signal empfangen könnt. Ja, liebe Freunde, wir haben jetzt wieder alles eingeschaltet beim Fernseher direkt. Jetzt ist es wieder wichtig, dass wir beim Receiver oder beim Fernseher in die Einstellungen navigieren. Und da haben wir den Punkt, diese Antenneneinstellungen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir hier die Satelliten hier links, da wo Astra steht, zuordnen. Und in diesem Falle haben wir 1 wäre Astra und 2 wäre Hotbird, A und B. Jetzt kann man das Ganze natürlich direkt suchen. Ihr könnt aber auch einen allgemeinen Suchlauf starten, hier unter automatische Suche. Und ja, ihr könntet aber natürlich auch eine manuelle Suche machen, sprich, ihr könnt jetzt hier ins Menü hineingehen und hier kann man schon die Frequenz eines Senders auf zum Beispiel auf Hotbird eingeben. Das wäre jetzt hier in diesem Falle die 11766 und wir können schon sehen, wir haben Pegel und Qualität. Und auch hier kann man den Satelliten wechseln, Astra 19.2. Und auch hier können wir sehen, dass unter 12109 unter dieser Frequenz auch Signal und Qualität vorhanden ist. Ja, sollte bei euch das Ganze jetzt so trotz Montage nicht funktioniert haben, dann müsstet ihr nochmals in die Satelliteneinstellungen zurückgehen. Und zwar unter Einstellungen, Antenneneinstellungen. Und dann müsste man hier quasi die Belegung, solltet ihr eine LMB haben, es gibt es natürlich auch, dass hier A und B vertauscht wäre. Sprich, dann wäre Hotbird auf A und Astra auf B. Ja, wir haben das jetzt alles richtig eingestellt. Wir haben hier auch schon Sat.1. Dieses Programm befindet sich jetzt auf Astra. Und ich habe jetzt auch schon hier hinterhalb, wenn ich das Ganze jetzt mal wechsle, auf 1552 kann ich schon sehen, habe ich sogar SRF-Info, ich habe italienische, Schweiz, natürlich ist das zum Teil dann auch verschlüsselt. Wir haben hier RAI, die italienischen Programme. Und ja, das Ganze scheint so ordnungsgemäß zu funktionieren. Ja, wie gesagt, beachtet auch, wenn ihr im Smart TV das Ganze eingestellt haben wollt, dass ihr A und B richtig zuweist. Ansonsten kann ein Satellit, keiner oder ja, mit Zufall auch alles gleich funktionieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Astra Hotbird, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo, Like und ja, einen Daumen hoch da lässt. Und ich werde euch mit neuen weiteren Videos berichten. Bis dann und ciao.